Es gibt eine große Schwierigkeit und Herausforderung für fast alle Instrumente und für Sänger und das ist Intonation und wie schaffe ich es sauber zu spielen. Hier ein paar Tricks für euch. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Aloysia Dauert, ich bin Geigerin und Lehrerin und auf diesem Kanal findet ihr alles rund ums Thema Instrument üben und ganz viele praktische Übetipps und Hilfen für eure Übezeit zu Hause. Und glaubt mir, diese Tricks, da wäre ich dankbar gewesen, dass ich die viel früher entdeckt hätte, aber ich verrate sie euch, nämlich wie ihr in kurzer Zeit sauber spielen lernt. Das Thema Intonation und richtig sauber spielen zu lernen, das heißt die Töne so zu treffen, dass sie gut zueinander passen, ist eine große Herausforderung, aber hier Tipps für euch. Übetipp Nummer 1, denke jede Note in Beziehung zu anderen Noten. Denke in Intervallen, also in Tonabständen, nicht in einzelnen Noten. Wenn wir nur einen einzelnen Ton hören, können wir noch nicht sagen, ob dieser zu hoch oder zu tief ist. Nur wenn wir die Note danach hören oder die Note davor, können wir entscheiden, ob im Verhältnis dieser Ton sauber getroffen wurde. Als Intervall bezeichnet man in der Musik den Tonhöhenabstand zwischen zwei Tönen, die entweder gleichzeitig oder nacheinander klingen. Und es gibt ein paar hilfreiche Intervalle, die uns es ermöglichen, wirklich unsere Intonation zu überprüfen. Die Intervalle, die wir wirklich sauber ausstimmen müssen und die uns helfen, ein Grundgerüst zu errichten für die Intonation, sind die Prime, die Quarte, die Quinte und die Oktave. Das sind diese 4 Intervalle, die wirklich helfen, im Musikstück eine Grundlage für die Intonation dir zu geben. Also suche in jeder Passage, in jedem Takt diese Intervalle raus und diese hörst du bestimmt. Am Klavier hat jeder Ton eine bestimmte Tonhöhe, die nicht verändert werden kann. Nur durch die Klavierstimme natürlich. Aber auf jedem anderen Instrument und auch beim Singen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Töne zu intonieren. Das heißt, ich zeige es euch an der Geige, weil das mein Instrument ist. Wenn ich zum Beispiel den Ton Dis nehme, ist es am Klavier die gleiche Taste wie für den Ton S. Da gibt es keinen Unterschied. Jedoch kann ich auf der Geige Dis oder S anders intonieren. Ich zeige euch wie. Wenn ich Töne habe im Musikstück, die erhöht sind mit einem Kreuz, wie zum Beispiel das Dis, dann spiele ich sie hinführend zum höheren Stammton. Das heißt, zum E hin. Wenn ich jetzt allerdings S spiele, also eine erniedrigte Note, dann führt diese zum niedrigeren Stammton. Das heißt, das S soll zum D hinführen. Ich spiele es doch mal direkt hintereinander. Zuerst E-Dis und dann D-S. Also so kann ich melodisch auch die Intonation verändern. Übetipp Nummer 2 für Intonation. Am besten langsam üben, ganz ohne Rhythmus, nur Ton für Ton. Ich nehme mir immer die Zeit in jeder Übeeinheit, langsam und konzentriert auf die Intonation von jeder Note zu achten und dafür spiele ich die Noten immer gleich lang. Wenn ihr das auch nur wenig, aber regelmäßig macht, wird das eure Intonation wirklich sehr verbessern. Übetipp Nummer 3. Die beste Übehilfe für Intonation, für Streicher ist die Kontrolle mit den leeren Saiten. Dann habt ihr schon mal 4 Töne, die Stimmen, die ihr zur Kontrolle nutzen könnt, entweder in Primen oder Oktaven oder in Quarten und Quinten. Für Blasinstrumente ist das Stimmgerät oder Apps eine absolut super Übehilfe, um einzelne Töne sauber auszustimmen. Umso besser ihr euer Gehör schult,
Gehörbildung oder durch Singen, Nachsingen, Intervalle singen, umso besser werdet ihr auch natürlich mit eurem Instrument die Töne besser ausstimmen können. Ich verlinke unten auch einige Übehilfen, die wirklich, wirklich super sind und da euch helfen können, noch ein bisschen mehr einfach die Intervalle zu trainieren. Und Achtung, wenn ihr anfängt, einfach das Gefühl zu haben, dass ihr sehr unsauber spielt, heißt das nicht, dass ihr schlechter spielt plötzlich, sondern das ist ein gutes Zeichen. Ihr fangt an, besser zuzuhören. Also seid froh, wenn ihr an diesem Punkt kommt und plötzlich alles unsauber klingt. Ihr fangt einfach dann an, besser zu hören. Wenn ihr wissen wollt, wie man eine Tonleiter in kurzer Zeit sauber spielen kann, dann, da habe ich ein Video schon dazu gefilmt, könnt ihr euch hier anschauen, verrate ich euch einen fantastischen Übetrick. Ich bin gespannt von euch zu hören, wie euch diese 3 Übetipps geholfen haben. Schreibt mir doch unten in den Kommentaren. Und damit ihr keine neuen Videos verpasst mit noch mehr so tollen praktischen Übetipps fürs Instrument lernen und für euch, damit ihr mit Freude zu Hause übt und immer besser, dann abonniert doch meinen Kanal. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Danke fürs Anschauen und viel Freude beim Üben. Nehmt euch die Zeit, bisschen Geduld, langsam üben, sauber ausstimmen und dann bin ich sicher, dass ihr in kurzer Zeit die Töne noch besser treffen werdet. Danke und bis bald. Tschüss.